immer dieser Spruch natürlich mit dem, ja, das ist alles künstlich, diese ganzen Hochhäuser. Das sind immer so Sprüche oder auch die Frauenrechte, die haben keine Rechte, da gibt es keinen Alkohol, da gibt es keine Zigaretten. Also erstens wäre das ganz gut, wenn es keinen Alkohol geben würde und keine Zigaretten. Ja, gibst du mir doch recht, wäre doch gut. Und weißt du, was ich hier gut finde, ist unter anderem, dass du wirklich Probleme hast, Alkohol zumindest zu erwerben. Du kannst nämlich nicht zu jedem Kiosk rennen oder in irgendeinen Supermarkt rennen und dir irgendwelche Alkoholiker besorgen. Ja? Du brauchst, also du nicht, aber derjenige, der das verkaufen möchte, braucht eine Lizenz dafür und die ist wohl auch nicht so einfach zu haben. Und deswegen gibt es einfach wenig Alkohol. Also ist es gesund. Man könnte auch sagen, es ist hier gesundheitsbewusster als in vielen anderen Ländern. Oder auch Zigaretten. Du siehst hier wenig Menschen, die rauchen. Also ist mir. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Das ist heftig. Also wirklich. Ich bin ja jetzt schon auch viel rumgekommen. Ich war bei wirklich sehr vielen Bauträgern. Habe sehr viele Menschen gesehen auf meinem Weg dorthin. Und was mir aufgefallen ist, das ist mir später aufgefallen, dass es hier echt wenig übergewichtige Menschen gibt. Man könnte auch sagen, es gibt hier wenig fette Menschen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich finde das sehr gut. Ja, natürlich, es gibt schon übergewichtige Menschen, ganz klar, aber das ist die absolute Ausnahme. Und ganz ehrlich, ich habe noch nicht einen übertriebenen Fettsack hier gesehen, ob Mann oder Frau. Habe ich noch nicht gesehen. Das ist krass. Und heute waren wir bei einem Bauträger, wo ich zu 99% auch selber investieren werde. Mega cool. Also da hast du wirklich alles am Start. Richtig gut. Bauweise, Qualität. Auch danach natürlich im Service. Wobei ist ja ganz klar, ich bin ja auch am Start. Und das ist ganz, ganz wichtig. Weil es gibt billige Immobilien in Dubai, ganz klar. Billig, könnte man sagen. Aber das Problem ist, dass es einfach auch billige Qualität dann ist. Und das Problem ist doch, ganz ehrlich, verkauf mal wieder eine billige Wohnung weiter. Im besten Fall sogar noch mit Plus. Und das wird schwierig. Und deswegen würde ich niemandem empfehlen, eine billige Wohnung von irgendeinem Bauträger zu kaufen, nur weil sie billig ist. Also eine vernünftige Wohnung musst du locker für eine Einzimmerbude 200.000 Euro hinlegen. Aber die Leute denken immer, Alter, ich muss jetzt 200.000 Euro in Cash oder auf dem Konto irgendwo rumliegen haben und eine Einmalzahlung machen oder eine Einmalüberweisung darüber. Ich habe das Geld nicht. Ja, okay, ist doch gar kein Problem. Du musst hier auch gar keinen Kredit großartig aufnehmen. Aber natürlich musst du schon liquide sein, das ist ja ganz klar. Grundvoraussetzung ist ja, dass du monatlichen Cashflow hast. Ja? Das bedeutet, dass du monatliche Einnahmequellen hast. Wenn du angestellt bist und vielleicht sogar noch ein gutes Gehalt hast, dann ist das auf jeden Fall top. Ja? Denn es gibt sogenannte Payment Plans, Zahlungsmöglichkeiten, Ratenzahlung über einen längeren Zeitraum. Teilweise bis zu 8 Jahre. Und das ist heftig. Wie ist da die Vorgehensweise? Erzähle ich dir in der nächsten Story. Das bedeutet, wir reden hier von keinem Kredit. Du verschuldest dich nicht auf Anhieb, wie in Deutschland zum Beispiel, mit einer gewissen Summe und zahlst ja sogar noch extreme Zinsen. Bei mir war das damals so, dass ich die ersten paar Jahre, übertrieben gesagt, nur Zinsen bezahlt habe von meinem Kredit, anstatt irgendwas zu tilgen. Ja? Hier ist das so, hier gibt es keine Zinsen. Ja, wir sind hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, richtig krass. Es gibt hier keine Zinsen, das bedeutet, Beispiel, du nimmst jetzt eine Wohnung, die kostet 200.000 Euro. Und jetzt kommt das Payment ins Spiel. Das bedeutet, in dem Fall 20% musst du anzahlen. Das wären 40.000 Euro bei 200.000 Euro Investment insgesamt. Und den Rest kannst du sogar teilweise pro Monat 1% über teilweise 80 Monate zurück bzw. abzahlen. Wo gibt's so? Was wiederum bedeutet, dass falls du sogar theoretisch gesehen so liquide bist, dass du sogar 200.000, 300.000 Euro, ich sag jetzt mal auch unterm Kopfkissen hast und du weißt nicht, was du zu tun hast,
dass du sogar nicht nur eine Immobilie theoretisch erwerben kannst, sondern sogar dein Geld weiter vermehren kannst, indem du sogar noch eine zweite Immobilie holst. Und dann gibt es gewisse Strategien, die man dann anwenden kann, um das Geld, was in der Immobilie steckt, immer wieder und weiter zu vermehren. Das kannst du in Deutschland vergessen, das kannst du in der Türkei nur schwer umsetzen und hier sozusagen ist das nahezu schon gang und gäbe. Klappt aber natürlich nur, wenn man auch weiß, was man tut, wenn man Menschen an der Seite hat, wie ich jetzt, die wissen, was sie tun und das ist auf jeden Fall eine mega Sache. Und deswegen, wenn du mit dem Gedanken spielst, mehr darüber zu erfahren, dann schreib mich einfach an und dann können wir uns darüber austauschen. Das Krasse ist ja, du musst dir das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie heftig das ist. Wie familienfreundlich das ist. Ich weiß, jetzt werden einige da sein und sagen, ja, aber jetzt dreht er durch, weil jetzt ist Dubai wieder auf Platz 1. Ich habe 3,5 Jahre in der Türkei gelebt und es war immer freundlich. Türkei ist ein tolles Land, super gut und die Menschen können auch nichts dafür, dass die Regierung, so wie in Deutschland, ja auch Scheiße baut. Ja, oder komische Gesetze für Ausländer macht. Und in der Türkei, wenn du den Aufenthaltstitel haben möchtest, dann musst du mindestens diese 200.000 US-Dollar in dem Fall investieren, Cash haben, du musst es zahlen können, damit du überhaupt Anrecht hast auf diesen Aufenthaltstitel, auf diese Ikamet. Aber hier in Dubai ist das nicht so der Fall. Mit einer 10- oder 20-prozentigen Anzahlung in dem Paymentplan bist du drin. Das bedeutet nichts anderes, du hast direkt Anrecht auf deine Residenz, auf deine Emirates ID-Karte. Und das ist heftig. Ja? Das ist wirklich heftig. Das habe ich so auch nicht vor ein paar Monaten noch nicht gewusst. Ich habe auch immer gedacht, ja, 200, 300k hinblättern direkt. Ja, ist das so richtig? Wenn du 10-20%, gibt je nach Bauträger natürlich, aber ich sage jetzt mal im Durchschnitt so 20% Anzahlung machst, plus 4% Notargebühren, nenne ich es jetzt mal, ja, was man in Deutschland kennt, was Standard ist, dann ist das einfach mega. Du kannst einfach ganz entspannt deine Wohnung abzahlen, anstatt 25 oder 30, 40 Jahre lang einen Kredit abzuzahlen, wovon gefühlt 50% nur Zinsen für die Bank sind. Was für ein Verbrechen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz tollen Abend, egal wo und wann du bist. Wenn du die Story erst am Morgen siehst, wünsche ich dir einen wunderschönen Start in den Tag. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen rum und mache noch 1-2 Telefonate und guck mal, was in der Türkei so los ist. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische. Dementsprechend bleib gesund und munter. Dein Markus aus Dubai.